Liebe Jessica, wenn du diesen Brief liest, bin ich dabei, Düsseldorf zu verlassen. Sieh endlich den Tatsachen ins Auge. Bella ist meine Tochter. Ich möchte dir etwas sagen. Du bist schon eine feige Egoistin zur Mutter. Meine Mutter ist tot. Du bist meine Liebe und du bist mein Glück. Und nun bitte das Ehegelübde der Braut. Tristan, ich kann dich nicht heiraten. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Die Familie, die Firma. Wir sind so gut wie pleite. Und was hat das mit Marlene zu tun? Alles. Ich habe das Auktionshaus versenkt. Ich habe Helena aus dem Haus gejagt und das habe ich alles aus Eifersucht getan. Dieses Gefühl, das frisst mich einfach auf. Ich will dich nicht länger fertig machen. Ich hab's Helena versprochen, kurz bevor sie gegangen ist. Und darum soll ich dir versprechen, dass ich nichts mit Marlene anfange. Ja, wo ist das Problem? Oder läuft schon irgendwas mit euch? Darum geht's doch jetzt gar nicht. Sondern? Tristan, egal was ich dir verspreche, du trägst die Verantwortung für alles, was du tust. Es ist dein Leben und es sind deine Entscheidungen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich kann auch weiter bei Olli wohnen. Ist kein Problem, wenn du was dagegen hast. Nein, Bella, ich habe nichts dagegen. Es war jetzt einfach nur sehr überraschend. Aber Charlie, du hast doch gerade gesagt, dass die Wohnung so leer ist, da noch nicht mehr da ist. Wenn Bella jetzt einzieht, hast du ein bisschen Gesellschaft. Ja, und es muss doch auch nicht für immer sein. Einfach mal vorübergehen. Ja, vielleicht lässt Charlie sie ja gar nicht wieder weg, wenn sie erst mal feststellt, wie gut sie miteinander auskommen. Also, das kann ich mir vorstellen. Hey, du kannst ruhig sagen, wenn es dir nicht passt. Nein, natürlich wirst du bei mir wohnen. Das wäre ja noch schöner. Ich brauche nur manchmal ein bisschen. Sicher? Ganz sicher. Also, hol deine Sachen und dann trinken wir eine Tasse Kaffee zusammen. Super. Elisabeth, du bringst mich echt in Schwierigkeiten. Wieso? Vom Traualtar stehen gelassen. Und das, obwohl sie mir einen Tag vorher noch gesagt hat, wie sehr sie mich liebt. Sie war die erste Frau, mit der ich mir wirklich vorstellen konnte, eine Familie zu gründen. Hat sie dir eigentlich von meinem Ehegelübde erzählt? Ich habe ihr gesagt, dass sie mir als Berufszyniker den Glauben an die Liebe zurückgegeben hat. Und dass mir den Glauben eine Minute später wieder genommen hat, das ist eigentlich an Zynismus gar nicht zu überbieten. Wenn ich mir vorstelle, dass sie dir das gibt, was sie mir genommen hat. Rebecca, du musst mir das bitte glauben, ich will das nicht, aber bei dem Gedanken daran, da drehe ich durch.
Pauline und ich, wir sind nicht zusammen. Und das wird auch nicht passieren. Hey, das wird schon wieder. Wie denn? Daniel ist nach Afrika abgehauen und ich bin jetzt ganz allein. Schwanger und ganz allein. Du bist nicht allein. Du hast immer noch deine Freunde. Schau mal, Olli und Christian, die werden sich förmlich von dem Babysitterjob reißen. Und Anni wird sich auch tierisch freuen, wenn das Baby erstmal da ist und der Onkel spielen kann. Und Hagen und ich sind ja auch noch da. Ich kann und ich will mich nicht dazu zwingen, mit dir zusammen das Kind eines anderen großzuziehen. Dieses Baby ist dein Kind und deine Verantwortung. Und es hat bereits einen Vater, Hagen. Ich muss nach Hause. Du bist wirklich die Letzte, die sich mit meinem Beziehungsproblem Kommt rumschlagen doch soll. überhaupt nicht in Frage. Hör zu, lass uns das mit Hagen einfach vergessen. Ich meine, Daniel hat dich sitzen lassen. Schwanger. Und es ist echt eine richtige Sauerei. Und in solchen Ausnahmesituationen sind Freunde doch füreinander da. So schlimm. Ich dachte, Tristan und ich, wir müssen uns endlich mal offen aussprechen. So unter Geschwistern wie früher. Ich wollte, dass er endlich akzeptiert, dass du dich für mich entschieden hast. Sowas ist bitter, aber es passiert. Aber ich hatte das Gefühl, da ist nichts. Verstehst du? Nichts, woran er sich festhalten kann, was ihn aufbaut. Er ist einfach nur leer. Also hast du es ihm nicht gesagt? Schlimmer. Er hat mich emotional erpresst. Ich musste ihm versprechen, dass nie wieder was zwischen uns laufen wird. Ich wusste nicht, was ich sonst tun soll. Ich habe einfach solche Angst um ihn. Ich hätte ihm an deiner Stelle genau das Gleiche versprochen. Er ist dein Bruder. Ja, aber Ich bin wirklich, wirklich froh, dass du es ihm nicht gesagt hast. Es ist einfach noch zu früh. wenn er erfährt, dass ich ihn angelogen habe, dann... Wir sind ganz vorsichtig, versprochen. Dann, danke für die Info. Und bis später. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, warum Daniel einfach so abgehauen ist? Ich meine, er muss ja irgendwas gesagt haben. Er hat einen Abschiedsbrief dagelassen. Er hat sich einfach so, ohne ein Wort zu sagen, aus dem Staub gemacht. Also ich habe echt gedacht, der Typ hat Eier in der Hose. Und was steht in dem Brief? Dass er das nicht kann, einfach so einen auf Familie zu machen. Dass er halt gern zu dieser Hilfsorganisation wollte. Ich habe ihn wirklich falsch eingeschätzt. Das geht gar nicht.
Also Jessica, Dana hat mir schon erzählt, also wenn wir irgendwas für dich tun können. Danke, ich gehe dann lieber. Ich kann auch später noch mal wiederkommen. Quatsch, danke für den Tee. Was ist los? Nur Bauchschmerzen. Am besten du legst dich erst mal hin. Nee, es war nur ein Krampf, das habe ich öfter mal. Jessica, du musst jetzt auch an das Baby denken. Leg dich hin und ich mach dir eine Wärmflasche, okay? Okay. Warum hältst du dich nicht einfach aus dieser heiklen Geschichte raus? Guck mal, wer da spricht. Was ist denn, wenn ich mich zwischen einem Glas Wein und dem Kücheaufräumen verplappere? Dann ist es endlich raus. Elisabeth, sei doch realistisch. Ich kann doch Bella nicht en passant mitteilen, dass ich ihre Mutter bin. Zumal die Adoption illegal verlaufen ist. Das hast du doch damals gar nicht gewusst. Umso schlimmer. Versetz dich doch mal in Bella. Sie muss doch den Eindruck haben, dass ich sie leichten Herzens in wildfremde Hände gegeben habe. Charlie, nach allem, was du mir erzählt hast, waren doch Bellas Zieheltern liebevolle, verantwortungsbewusste Menschen. Und jetzt hat das Schicksal einfach dafür gesorgt, dass du nach all den Jahren deine Tochter noch mal wieder triffst. Ich meine, ist dir eigentlich klar, was für ein Glück du hast? Charlie, das ist eine zweite Chance. Und wenn Bella erst einmal hier wohnt, dann wirst du auch eine Basis mit ihr finden, um ihr endlich die Wahrheit zu sagen. Ja, mal rauf. So, Da bin ich wieder. Ja, dann lasse ich euch mal allein. Viel Spaß. Tschüss, Charlie. danke, Elisabeth. Gerne. Tschüss. Ja, jetzt zeige ich dir erstmal dein Zimmer. Es ist unser Gästezimmer. Es sieht da leider im Moment nicht so kuschelig aus. Ja, das kann ich ja ändern. Hier, Okay? rechts. Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the backwood pie and tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you ought to. Reasonable and sensible, different makeup. I guess I'm stuck. Without your head in you, but no. Träumst du von der Hauptrolle am Broadway? Das ist übrigens ziemlich erfolgreich da drüben, aber die haben ganz andere Kaliber und greifen bestimmt nicht auf ein verglimmendes deutsches Sternchen zurück. Ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Das war auch eher eine Aufforderung zum Arbeiten, anstatt hier nur rumzuhängen. Was ist das? Die Unterlagen für die Umsatzsteuer müssen bis morgen beim Steuerberater sein. Machen wir bitte ein Wasser. Willst du nicht rangehen? Ich wüsste nicht, dass dich das was angeht. Ja, was ist? Soll ich später noch mal anrufen? Es tut mir leid, ich habe gerade Stress mit Tristan. Okay, dann lassen wir das besser. Was denn? Naja, ich dachte, wir können uns in der Mittagspause sehen. Das klingt wirklich verlockend. Es ist nur so... Ach, weißt du was, die Arbeit rennt ja nicht weg. In einer Stunde? Ja, klingt gut. Bei mir? Hast du sturmfreie? Das hat mich zuletzt jemand gefragt, als ich 15 war. Ja, genau so fühle ich mich auch gerade. Bis später. Tschüss, Süße. So viel Horrorfilme geguckt, oder wie? So ähnlich. Papa. Na, mein Schatz? Na, Keine Angst, mein kleines Gummibärchen. Wir kriegen das schon hin, auch ohne Daniel.
verstehe das nicht. Der kann sich doch nicht einfach vom Acker machen. Gerade jetzt. Er hat einfach so sein Baby im Stich gelassen. Ist noch gar nicht so lange her, da wollte ich die Frau in die Wüste schicken. Aber das hat sie echt nicht verdient. Und ich dachte, zwischen den beiden ist alles wieder gut. Sah ja auch so aus, als sie uns von der Schwangerschaft erzählt hat. Die Wärmflasche wird helfen und Ruhe. Mach's nicht zu heiß, ist bestimmt nicht gut fürs Baby. Glaubst du, wir sollten vielleicht doch lieber mit ihr zum Arzt? War schon ein ziemlicher Schock für sie. Und darum muss ich ehrlich zu mir selbst sein. Ich kann und ich will mich nicht dazu zwingen, mit dir zusammen das Kind eines anderen großzuziehen. Dieses Baby ist dein Kind und deine Verantwortung. Und es hat bereits einen Vater, Hagen. Alles okay bei dir? Ja. Hast du noch Schmerzen? Ja, danke. Also, wir dachten, wir bringen dich vielleicht besser ins Krankenhaus. Nur zur Sicherheit. Oh, das ist ja lieb von euch, aber das kriege ich auch alleine. Am besten bestellt ihr mir einfach ein Taxi und dann... Quatsch, wir bringen dich hin. Ich meinte es vorhin ernst, was ich gesagt habe. Wenn sowas passiert, dann sind Freunde füreinander da. Egal, was vorher war. Arno hat einfach das Schloss geknackt. Er war ja vom Bau und hat uns sein Boot gekapert. Dann waren wir den ganzen Nachmittag auf dem See. Das ist eine der letzten schönen Erinnerungen mit ihm. Bis uns dann der Bootsverleiher erwischt hat. Und wie seid ihr aus der Nummer wieder rausgekommen? Arno war so ein Schauspieler. Es war fast ein bisschen gruselig. Er hat einen Alzheimer-Schub markiert und der arme Mann war so eingeschüchtert, der hätte uns beinahe ein Taxi bestellt. Das ist echt schade, dass ich ihn nicht mehr kennengelernt habe. Ja, ihr beide, ihr hättet euch sehr gut verstanden. Bella, was hat dich denn überhaupt bewogen, jetzt doch länger in Düsseldorf zu bleiben? Ja, ich wollte schon eigentlich gleich wieder nach Tübingen zurück, als ich gehört habe, dass meine leibliche Mutter tot ist. Aber naja, ich habe jetzt einen Bruder und ich habe dich. Und es ist einfach schön, dass ich euch gefunden habe. Ja, das geht mir genauso. Und die Tatsache, dass meine Eltern mich wirklich mein ganzes Leben lang angelogen haben. Ich meine, sie haben mir ja nie erzählt, dass ich adoptiert bin. Ja, ich weiß, sie hatten ihre Gründe, aber ich krieg das einfach alles noch nicht so richtig sortiert. Und hier ist alles so leicht. Ein Neuanfang, weißt du? Keine Lügen, keine alten Geschichten. Das ist gut. Ja, das verstehe ich. Ich hol uns mal noch ein paar Eiswürfel, ja? Ach, Bella, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich muss zu einem Kongress, zu einem Gastro-Kongress in Hamburg. Und ich muss auch noch packen. Weißt du was? Du kennst dich ja mittlerweile gut aus. Vergiss nicht deinen Schlüssel und fühl dich einfach wie zu Hause, ja? Ja, aber... Und die wiederum passen einfach perfekt zu meinem türkisfarbenen Kleid. Weißt du, das mit diesem langen Rückenausschnitt? Sag mal, Marlene, wann habe ich eigentlich zuletzt so getan, als würde ich mich dafür interessieren, was du dir für Schuhe kaufst? Was mich viel mehr interessiert, ist, wem du da vorhin Spätersüß ins Ohr gesäuselt hast. War das zufällig Rebecca? Quatsch, wie kommst du auf sowas? Das war Kim. Die will mich in der Mittagspause treffen. Ah, ja. Ja, und wenn ich nicht in die Hufe komme, dann komme ich zu spät. Ich hoffe, die Unterlagen sind fertig. Nein, und das wird auch noch eine Weile dauern. Wenn du sie schneller erledigt haben willst, dann musst du es selber machen. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Wir sehen uns zu Hause. Bis später. Kann ich zahlen, bitte? Es ist bestimmt alles in Ordnung. Braucht ihr mich noch? Sonst würde ich schon mal ein paar Sachen zusammenpacken für das Sponsorentreffen in München. Bleib doch bitte noch. Es dauert bestimmt nicht so lange.
Also, von mir aus könnt ihr auch gern zusammengehen. Das ist echt kein Problem. Wir bleiben. Jessie. Hi. Du hast es ihnen also gesagt? Ich hatte solche Bauchschmerzen. Hast du dich körperlich überanstrengt oder ist was passiert? Daniel ist weg. Wie weg? Weg halt. Nach Afrika zu dieser Hilfsorganisation. Das geht doch nicht. Er kann doch nicht einfach. Kannst du mich bitte einfach untersuchen? Ja, natürlich. Ich lasse sofort unseren Gynäkologen rufen. Die beiden wissen also immer noch nicht, dass Hagen der Vater ist. Nein, das wird auch so bleiben. Bist du dir sicher, dass wir allein sind? Hallo, jemand zu Hause? Siehst du, wir sind völlig ungestört. Willst du mir vielleicht sagen, was mit Tristan war? Nein. Wir haben genau 1 Stunde und die will ich ganz mit dir allein verbringen. Deinem Baby geht es soweit gut. Das ist erstmal die Hauptsache. Ricky, weißt du, was ich falsch gemacht habe? Ich meine, ich dachte, wir lieben uns und ich habe mich genau an seine Bedingungen gehalten. Ich habe sogar meine Freunde angelogen. Und warum haut er dann ab? Daniel hatte einfach Angst, dass er das Baby nie als seins akzeptieren kann. Ja, aber das konntest du doch auch bei Timo. Du hast deine Frau eben geliebt. Daniel liebt dich auch, aber Nicht genug. wirst du Dana und Hagen die Wahrheit sagen? Nein, auf gar keinen Fall. Entschuldigung, ich bräuchte noch ein paar Daten aus dem Mutterpass von Frau Stiel. Die wird gerade untersucht. Ich hatte noch nie solche Freunde. Und wenn die mich dann alle fallen lassen, dann bin ich ganz allein. Was ist denn eigentlich meine Tasche? Wo ist meine Tasche? Moment. Oh, hier ist er. Dankeschön. Was ist das? Ich denke, das ist der Abschiedsbrief von Daniel. Was fällt dir ein, Daniels Brief zu lesen? Ich habe ihn nicht gelesen. Die Schwester kam gerade und wollte den Mutterpass haben und da ist der Brief mir. Naja. Wie geht's dem Baby? Ist alles in Ordnung. Entschuldigung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Lust auf ein paar Kalorien. Ich muss jetzt wirklich packen. Bis dann. Du kommst aber mit, oder? So. Wann geht's eigentlich los bei Brandnerbau? In 2 Tagen. Ich wollte mir gleich noch neue Arbeitsklamotten kaufen. Bella, Jakob und Andy Fritsche als neues Dream Team. Wer hätte das am Anfang geglaubt? Mit Charlie läuft alles gut? Mhm. Ah, ich glaube, sie findet das nur so mitteltoll, dass ich bei ihr wohne. Wie kommst du denn darauf? Hier, danke. Nur so ein Gefühl. Hey. Sie hat jahrelang mit Arno zusammen gewohnt. Das ist doch klar, dass sie sich da erstmal umgewöhnen muss. Ja, das dachte ich ja auch. Ich habe sie auch quasi mit meiner Bitte überfallen. Aber Plötzlich schmeißt sie ein paar Sachen übereinander und stürzt einfach Hals über Kopf aus der Wohnung. Irgend so ein Gastro-Kongress in Hamburg, den sie angeblich vergessen hat. Glaubst du, das ist nur eine Ausrede?
Ausrede wofür? Dafür, dass sie nicht mit mir zusammenwohnen will. Hat sie denn gesagt, dass sie die Entscheidung auf später vertagt? Nein, sie hat mir den Wohnungsschlüssel dagelassen und gesagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Ja, dann ist doch alles okay. Bella, glaubst du ernsthaft, Charlie würde eher aus ihrer eigenen Wohnung fliehen, anstatt zu sagen, dass sie nicht will, dass du einziehst? Nee. Bella hat mir erzählt, wie sehr es sie belastet, dass ihre Adoptiveltern sie ihr ganzes Leben lang angelogen haben. Und jetzt mache ich genau dasselbe. Klingt, als wäre es Zeit für die Wahrheit. Klingt, als wäre es Zeit, nach Neuseeland auszuwandern. Du bist 27 Jahre davon gelaufen. Weißt du, wie viele Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben haben, sich nach so einer Chance sehen würden? Was denn für eine Chance? Bella hat mir mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass sie ihrer Mutter, egal wer es ist, niemals verzeihen wird. Und Olli vertraut doch seiner Tante. Wenn der wüsste, dass ich eine Affäre mit seinem Vater hatte. Ach, Olli ist erwachsen, der wird dir verzeihen. Und Bella sieht das bestimmt alles anders, wenn sie weiß, dass du ihre Mutter bist. Woher willst du das wissen? Elisabeth, ich schaff das nicht. Niemand hat behauptet, dass das leicht wird. Aber jedes Mal, wenn du von Bella sprichst, dann kriegst du so einen Glanz in die Augen. Sie wird spüren, wie sehr du sie liebst. Manchmal reicht Liebe eben nicht. Ach, das ist doch Unsinn. Du, deine Tochter, die wohnt jetzt bei dir. Mach reinen Tisch, sonst wird jede alltägliche Situation mit ihr zu einer Qual. Wird es nicht. Naja, ich habe ihr gesagt, dass ich zu einem Gastrokongress in Hamburg muss. Jetzt werde ich mich in ein kleines, exquisites Hotel einquartieren. Ein Hotel? Wieso? Wie lange? Naja, bis Bella wieder bei mir auszieht. Das ist verrückt. Weißt du, was verrückt ist? Dass nach 27 Jahren meine eigene Tochter bei mir vor der Tür steht. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Das kann ich dir sagen. Ja, ich weiß, was du denkst. Schade. Was denn schade? Ich muss in die Firma. Eine Stunde ist definitiv zu wenig. Vielleicht sollten wir uns demnächst mal krank melden. Dann fühle ich mich aber endgültig wie 15, inklusive Schule schwänzen. Wieso? Es hat doch was. Wieder 15? Obwohl, nur mit Auto und Kreditkarte. Mist. Jetzt sind wir endgültig wieder 15 und müssen zusehen, dass wir uns nicht erwischen lassen. Ja, dann seien Sie doch in einer Stunde im Betrieb. Bin ich wieder da. Nee, am Preis ist nichts mehr zu machen. Das hab ich schon gesagt. Das ist die beste Eignung. Hast du eine Ahnung, wo mein Shirt ist? Nee. Entschuldigung, hier soll irgendwie ein Geschäft für Berufsbekleidung sein. Wissen Sie, wo das ist? Nein. Danke. Oh, Entschuldigung. Charlie? Bella, was machst du denn hier? Was machst du hier? Du wolltest doch in Hamburg sein. Ja, bin auch auf dem Weg dahin. Ich wollte nur einen Kollegen abholen. Der checkt gerade aus. Dann braucht er sicherlich seinen Zimmerschlüssel dazu. Ja, genau. Du hättest mir auch einfach sagen können, wenn du mich nicht in der Wohnung haben willst. Aber das stimmt doch nicht. Weißt du, es ging nur alles so schnell. Ich hatte gar keine Zeit. Du musst dich nicht erklären. Ich habe dich ja praktisch mit meiner Bitte überfallen. Nein, das hast du nicht. Ich will mich auch nicht aufdrängen. Ich gehe jetzt zurück nach Hause, pack meinen Kram zusammen und zieh zurück zu Olli in die WG. Ich will dich doch nicht aus deiner eigenen Wohnung vergraulen. Du musst was essen. Ich habe aber keinen Hunger. Willst lieber was anderes? Eine Suppe. Oder Süßigkeiten. Komm schon, versuch's wenigstens. Ach nee. Wen haben wir denn da? Rate mal, wer mich gerade angerufen hat. Daniel, das hast du ja toll hingekriegt. Und was hat er gesagt? Was glaubst du denn, was er gesagt hat?
Dass ich schuld bin? Na, was denn sonst? Sag mal, Anni, geht's noch? Dein Bruder hat seine schwangere Freundin hier sitzen gelassen. Ja, eben. Und das ist eine Sache, die würde er normalerweise nie machen. Er muss also einen verdammt guten Grund gehabt haben. Und ich will jetzt von dir wissen, was für einen. Keine Ahnung. Er ist einfach weg. Ach, Bullshit. Er ist deinetwegen abgehauen. Er hat gesagt, dass es eine Sache zwischen dir und ihm ist. Und ich will jetzt wissen, was er damit gemeint hat. Ist übel. Ich krieg das sowieso noch raus. Praktisch Handarbeit. Abgefüllt in Beutel mit einer Kassenportion. Das heißt also 6 oder 7 Gramm. Kannst du mir jetzt sagen, wie ich an mein Shirt rankomme? Ganze 10 Mitarbeiter hatte das Unternehmen, doch es ging schnell aufwärts. Die Bilanzen von damals lesen sich wie ein... Papa sieht nur das, was er sehen will. Und er kann ja nicht ewig hier sein. Ja, oder wir gehen raus und sagen, hi. Ich meine, eigentlich ist er doch ein ganz cooler Typ, oder? Du hast Tristan gerade erklärt, dass zwischen uns beiden nichts mehr laufen wird. Und ich meine, je mehr Leute wissen, dass das eine Lüge ist, umso mehr Leute können es ausplaudern. Ja. Ja. Tristan. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Ist Marlene da? Kommen Sie doch ruhig rein. Marlene da ist? Hab sie nicht gesehen. Die Unterlagen müssen heute noch geprüft werden und dann zum Steuerberater raus. Es ist eilig, Marlene weiß Bescheid. Ich war doch dabei, als sie Ihnen gesagt hat, dass sie im Moment was anderes vorhat. Ah, sie macht schon seit 2 Stunden Mittagspause. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen. Ah ja. Um wen? Um Marlene oder um den Steuerberater? Ja, wenn Sie mir nicht glauben, dann überzeugen Sie sich gern selbst. Schauen Sie überall nach. Schauen Sie im Schlafzimmer nach, schauen Sie im Badezimmer nach oder in der Besteckschublade. Das ist seit neuestem Ihr Lieblingsversteck. Sie soll sich darum kümmern, wenn sie nach Hause kommt. Ja, sage ich ihr. Ich bitte zum Rapport. Ihr habt 2 Minuten. Bella, bitte. Weißt du, als du so abrupt aufgebrochen bist, da hatte ich gleich ein komisches Gefühl. Aber Olli hat ja gesagt, das wäre total absurd. Aber es ist doch so. Du gehst lieber in ein Hotel, als mir offen ins Gesicht zu sagen, dass du mich nicht bei dir aufnehmen willst. Ich wollte dich nicht kränken. Wieso denn kränken? Du bist mir doch nichts schuldig. Du bist Ollis Halbschwester und wir beide verstehen uns doch auch gut. Bella, es hat wirklich nichts mit dir zu tun. Weißt du, manchmal mache ich solche Verrücktheiten und dann wird plötzlich aus einer kleinen Sache ein Riesenproblem. Olli könnte dir da Sachen erzählen. Ich glaube, das kenne ich. Erst handeln und dann nachdenken. Statt einfach mal zu sagen, was los ist. Genau. Aber du kannst wirklich offen mit mir reden. Nach Arnos Tod, wieder mit jemandem zusammenzuleben, ich hatte den Eindruck, ich bin noch nicht so weit. Aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Nein, Bella, aber jetzt habe ich ja begriffen, dass mit Arno, das war eine wunderschöne, einzigartige Zeit, aber du wirst mir gut tun. Ich freue mich sehr darauf, wenn du bei mir wohnst. Wirklich jetzt? Wirklich. Daniel hat Jessica sitzen gelassen, obwohl sie von ihm schwanger ist. Was bitte soll daran ihre Schuld sein? Wie oft denn noch? Weil Daniel sowas nicht ohne Grund macht. Vielleicht kennst du deinen Bruder einfach nicht gut genug? Ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch so bleiben, weil er sich die nächsten Jahre nicht mehr blicken lässt. Falls es dir entgangen ist, Jessica findet das Ganze auch nicht gerade toll. Sie hat sich die Augen wegen ihm ausgeheult. Sie war schon immer gut im Show abziehen. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ne? Sie wollte mir mal eine Vergewaltigung anhängen. Dann hat sie mit Hagen geschlafen. Und mit Christian. Und mit was weiß ich wem noch. Ja, aber sie haben sich längst wieder versöhnt. Und sie kriegen ein Baby zusammen. Was macht dich eigentlich so sicher, dass das Kind von Daniel ist? Und nicht von irgendjemand anderem?
Vielleicht ist mein Bruder auch deswegen abgehauen. Danke, dass du uns nicht verraten hast. Ist das alles? Es tut mir wirklich leid, dass ich dich vorhin angelogen habe. Woher wusstest du eigentlich, dass Rebecca und ich da drin sind? Ich bin ja nicht senil. Außerdem habe ich dir damals schon an der Nasenspitze angesehen, dass du gelogen hast, als du 3 Jahre alt warst. So. Sie sind also die neue Freundin meiner Tochter. Ja. Dann ist das wohl so. Ja, wie ihr seht, bringt Versteckspiel nichts. Ja, mein Bruder, der tut sich ein bisschen schwer mit der Trennung. Du hast den ja selbst gesehen gerade, der ist ganz schön von der Rolle. Und wir hoffen, dass Tristan unsere Beziehung eher akzeptieren kann, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Dafür, dass ihr ihn monatelang belogen habt, will ich darauf mal nicht wetten. Bitte, Papa, sag's niemandem. Bitte, weißt du, das war auch für uns keine leichte Entscheidung. Papa. Also gut. Ich sag nichts. Aber wartet nicht zu lange. Denn wenn er das mitbekommt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ich komme gleich. Ich habe Andi gerade mal so richtig die Meinung gesagt. Er ist so ein Idiot. Genau wie sein Bruder. Weißt du was? Ich habe jetzt richtig Hunger gekriegt. Bin ich verschmiert? Als Andi weg war, da hatte ich mal Zeit, über alles nochmal nachzudenken. Über Daniel und über dich und das Baby. Und? Ich stelle dir jetzt eine Frage, Jessica. Ich will, dass du ehrlich bist. Der Vater von dem Baby ist es Hagen.